Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen Vintage-Füllfederhalter vorstellen, den ihr so auch nicht mehr bekommt, vielleicht noch Secondhand. Ich habe ihn über eBay Kleinanzeigen bekommen. Mit Versand hat es mich 15 Euro gekostet und in dieser Schachtel kam er an, eigentlich unbeschriftet. Wenn ihr dann mal aufmacht, dann seht ihr da den Hersteller Centropen. Dem einen oder anderen wird das vielleicht was sagen und hier liegt dann auch das gute Stück drin. Das ist ein Hersteller, der hat wohl, soweit habe ich es aus dem Internet herausfinden können, in den 40er Jahren in der heutigen Tschechischen Republik angefangen mit der Herstellung von Füllfederhaltern. Die Firma gibt es heute noch, aber sie stellt keine Füllfederhalter mehr her. Insofern gibt es da wirklich nur noch diese Vintage-Stücke, die ihr dann vielleicht auch auf eBay Kleinanzeigen oder auf eBay einmal findet. Und dieser Füllfederhalter, ich zeige euch jetzt mal, ich nehme mal raus aus der Verpackung, das ist dieses Modell hier. Ein klassischer Füllfederhalter, wie man ihn zum Beispiel vom Parker 51 kennt. So in dieser Form ist er auch. Ich habe eine Seite gefunden, da wird er genau aufs Jahr 1968 datiert. Und ja, dann will ich euch einfach mal die Teile so ein bisschen beschreiben. Will was zu den Maßen und Gewichten sagen. Dann machen wir eine kleine Schreibprobe. Dann erzähle ich euch, was mir gut gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Und ob ich mir wieder kaufen würde. Ja, hier seht ihr den Füllfederhalter nochmal in der Verpackung, die mir mitgeliefert wurde. Ihr seht, da passt ein zweiter Stift hinein. Der war leider nicht dabei, aber insofern denke ich mal, dass es sich schon um die Originalverpackung handelt. Möglicherweise Originalverpackung eines Schreibsets, das vermag ich hier nicht einzuschätzen. Ja, legen wir die mal beiseite. Auf dem Stift selber seht ihr eingraviert Centropen 1360. Ein bisschen fokussieren, 1360. Da seht ihr es, das ist hier eingraviert in einen Kunststoffschaft. Öffnen wir mal, ihr hört, das ist eine recht feste Steckkappe. Ja, hier ist er. Klassisches Aussehen. Schaft, der Abschluss, das Endstück ist ganz schön gemacht, ist mit so einer leichten Spitze, wie man das heute auch wieder zum Beispiel bei italienischen Herstellern sieht. Sieht recht nett aus. Ja, ansonsten der Schaft recht schlank gehalten. Griffstück kann man hier nochmal sehen, liegt recht gut in der Hand, ist eher ein schmaler, wie gesagt, so ein klassischer Füllfederhalter. Die Feder sieht so ein bisschen aus, als wäre sie leicht gebogen. Mal gucken, ob ich euch das so zeigen kann. So sieht man es, glaube ich, so ein bisschen. Da vermag ich jetzt nicht einzuschätzen, ob das vielleicht vom Vorbesitzer ist oder ob man die leicht gebogen hat. Also ich habe mal ein paar Schreibversuche unternommen. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, es handelt sich hier um eine gebogene Feder und habe sie mir auch noch nicht so genau mit der Lupe angeguckt. Aber ich kann euch schon sagen, natürlich, sonst würde ich ihn euch hier nicht vorstellen, er funktioniert, er schreibt und ja, da kommen wir dann später nochmal zu. Okay, dann schrauben wir mal auf. Da sieht man hier einen klassischen Konverter. Ich habe den nicht vom Griffstück trennen können, den Konverter. Ich bin mir nicht sicher, ob er fest verbaut ist. Es macht fast den Anschein, dass er fest verbaut ist. Ich habe es dann nicht weiter versucht, habe auch im Internet nichts weiter gefunden. Deswegen gehe ich mal davon aus, es handelt sich hier um einen fest verbauten Konverter, der aber tadellos funktioniert. Also manchmal ist es ja so, dass man bei den Konvertern also wenn man die ins Tintenglas taucht, dann hat man den Effekt, dass man 2-3 Mal also Tinte aufziehen muss, Tinte wieder rauslassen muss, Tinte wieder aufziehen muss, damit dann auch eine gewisse Menge Tinte drin ist. Hier ist es anders. Hier funktioniert das wirklich beim allerersten Mal. Die Mechanik, sage ich mal, die hier verbaut ist, die funktioniert so wie am ersten Tag, wenn man bedenkt, dass das Stück von 1968 ist. Also habe ich jetzt überhaupt keinen Makel dran, er ist auch dicht, also das alles funktioniert. Ja, hier haben wir nochmal zur Feder, ist eine leicht verdeckte Feder
und Tintenkanal, also Tintenleiter, so ein bisschen abgeschrägt. Sieht auch ganz nett aus. Also wirklich so ein klassisches Stück. Dann können wir ihn auch wieder zusammensetzen. Hier so ein silberner Zierring dran. Ja, die Kappe hat ein silbernes Abschlussstück. Einen nicht allzu festen, aber ich glaube, der hält wirklich alles. Clip. Das Abschlussstück in Silbern ist Metall. Sowie auch das Abschlussstück, also hier nicht das Abschlussstück. Das Abschlussstück ist Metall und auch an der Kappe, der Zierring ist ebenfalls aus Metall, aus silbernem Metall. Okay, ja, das war es soweit erstmal zu den einzelnen Bestandteilen. Ich kann euch noch ein bisschen was zu den Maßen und Gewichten sagen. Er wiegt aufgefüllt 14 Gramm, ist also eher ein Leichtgewicht. Die Länge ohne Kappe beträgt 12,5 cm, mit Kappe 13,8 und die aufgesteckte Kappe, das funktioniert also auch gut, das kann ich euch nochmal zeigen. Das ist also ganz hervorragend, da gibt es kein Verrutschen, kein Wackeln, der hält bombenfest. Da ist er 13,8 cm lang. Dann kommen wir einfach mal zur Schreibprobe. So, wir haben hier den Centro-Pen 1360. Er dürfte eine feine Feder haben. Sie ist nicht beschriftet, aber ich denke mal, so von der Stärke, die hier aufs Papier kommt, kann man von einer feinen Feder ausgehen. Das Papier ist Clairefontaine, 160 Gramm. Die Tinte, genau. Waterman Paris Audacious Red. Okay, dann schauen wir mal, wie er sich hier schlägt im Schreibtest. Ja, ihr seht schon, er hat kein Problem, auch wenn man ihn momentan so ein bisschen offen hält. Wenn ich ihn jetzt wieder ansetze, ist er sofort da. Die Feder, ihr habt deutlich gehört, ist eine feine Feder. Ich finde, sie gibt schon eine Menge an Feedback, also die ist schon sehr, sehr hart. Wir werden mal gucken, ob wir hier irgendwas rausholen können aus dieser feinen Feder. Das sieht mir aber nicht so aus. Also insofern... die ist wirklich sehr, sehr fest. Dann versuchen wir mal schnell zu schreiben. Auch hier seht ihr, der Füllfederhalter kommt sehr gut mit. Gibt es keine Probleme. Verkehrt herum schreiben, mal gucken, ob das auch geht. Da wird es noch, da ist extra fein, schätze ich mal. Und da kommt er auch an seine Grenzen. Ja, bei dem Centro-Pen 1360, ich weiß noch nicht, warum ich den Englisch ausspreche, Centro-Pen, er kommt aus der Tschechischen Republik. 1360 handelt es sich um ein Modell, wie es sehr viele in den 50er, 60er Jahren gab. Ich habe ja vorhin gesagt, klassischer Stil, Parker 51 fällt mir dabei so ein. Was mir gut gefällt, ist eben dieses klassische Modell, das muss man mögen. Was mir weniger gut gefällt, ich habe es euch gesagt, das ist diese sehr harte Feder, die feine Feder und der fest verbaute Konverter. Das sind Sachen, die müssen jetzt nicht sein, weil sie machen dann auch eine Reparatur eher schwer. Und vielleicht bekommt man ihn noch raus und ich täusche mich, da freue ich mich auf eure Kommentare. Wenn ihr vielleicht auch einen Centro-Pen habt und hattet die gleichen Erfahrungen und habt dann festgestellt, nein, der lässt sich auf jeden Fall ausbauen. Und dann hätten wir das Problem gelöst. Aber momentan sieht es so aus, als ist es so ein
Zwischending zwischen Kolben und Konverter, weil die Mechanik innen drin, das konntet ihr jetzt nicht sehen, sieht schon sehr nach Kolbenfüllfederhalter aus. Ja, würde ich mir wieder kaufen. Denke, für den Preis inklusive Versand 15 Euro ist es ein schönes Stück für die Sammlung. Es ist jetzt kein Muss, wenn man einfach nur einen guten Füllfederhalter sucht für 15 Euro, dann ist es nicht der Centropen 1360, der mir da als erstes einfallen würde. Dann braucht man den nicht. Als exotisches Stück in einer Sammlung aus der Tschechischen Republik einen Füllfederhalter zu haben, da finde ich es ganz nett. Insofern würde ich das Geld, glaube ich, wieder investieren. Es wird nicht einer meiner Lieblingsfüllfederhalter werden, aber ich finde, für die Sammlung, da passt es ganz gut, werden auch behalten. Aber eine unbedingte Kaufempfehlung, dass ihr euch jetzt auf die Suche begeben solltet, weil das ein Stück ist, was man unbedingt mal in der Hand gehabt haben muss, was man unbedingt mal geschrieben haben muss. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Also so toll und so gut finde ich ihn dann auch nicht. Ja, das war's für heute. Bedanke mich und ja, bis zum nächsten Mal bei Ink Up Your Pen.